Moin zusammen, wir sind wieder unterwegs zum Hechtfischen und diesmal habe ich euch keine neue Route mitgebracht, sondern eine Route, die mich wirklich seit Jahren weltweit begleitet und einer meiner absoluten Lieblingsrouten ist. Die Rede ist von der Thomas & Thomas Exocet SS. Die Route wurde eigentlich für die typische Driftboot-Streamerfischerei in den Staaten entwickelt. Das heißt, auf dem Boot stehen, schwere Fliegen oder schwere Sinkschnüre immer Richtung Kante werfen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen etwas kürzeren Blank mit 8,8 Fuß, aber eine enorme Power in dieser Route, ein super Rückgrat, aber eben auch eine Lifting-Power, die wirklich phänomenal ist. Das heißt, wir können sogar Sinkschnüre mehrere Meter mit einem Zug aus dem Wasser holen, um sie komplett wieder nach vorne zu schießen. Und das schaffen wirklich nur wenige Routen. Das hat mich von Anfang an begeistert und ich habe mich für diese Route entschieden, diese unbedingt mal fischen zu wollen. Und das war eine gute Entscheidung, denn diese enorme Lifting-Power bringt mir zum einen bei der Hechtfischerei, zum Beispiel vom Bellyboot oder Boot, enorm viel, wenn ich die Sinkschnur aus einer tiefen Tiefe hochhole. Das heißt, ich merke wirklich, dass die Route nicht anfängt zu wackeln oder in die Knie zu gehen. Die Route holt die ganze Sinkschnur mit nasser Fliege einfach hervorragend aus dem Wasser und ich kann direkt anfangen wieder zu werfen. Das ist wirklich genial bei dieser Route und dafür wurde sie eben entwickelt. Kraft in dem Blank, um diese Schnur aber rauszuholen, kann man eben nicht nur nutzen, um den Wurf neu aufzubauen, sondern man nutzt diese Kraft in dem Blank auch, um wirklich große Fliegen, zum Beispiel auch Popper, ganz einfach auf Weiten zu transportieren. Ich habe die Route zum Beispiel im Amazonas gefischt, auf Peacock Bass und dort wirklich riesige Popper geworfen. Das ging aber alles mit Leichtigkeit und das steht wirklich für diese Route. Diese Route ist wirklich ein enormes Arbeitstier und macht das Fischen mit großen Fliegen wirklich einfach. Des Weiteren fische ich die Route auch in kleineren Klassen, zum Beispiel 7 oder 8 auf Marmorata, wo ich mit großen, schweren Fliegen und Sinkschnüren am Fluss hantiere. Oder eben hier bei der Hechtfischerei in diesem Fall die 910er. Wichtig zu erwähnen bei der Thomas & Thomas Exocet SS ist noch, dass die Angaben auf der Route in Grain angegeben sind. Das startet zum Beispiel bei einer 8er mit 250 Grain, hier bei der 910er mit 350 Grain. Das ist etwas verwirrend auf den ersten Blick, aber das liegt auch daran, dass diese Route eben für Sinkschnüre gebaut worden ist. Und viele amerikanische Hersteller geben eben ihre Sinkschnüre in Grain-Angaben auf den ersten 30 Fuß an. Das heißt zum Beispiel eine Schnur von Scientific Anglers mit 350 Grain auf den ersten 30 Fuß passt perfekt auf diese Route. Wir haben es euch ein bisschen einfach gemacht. Wir haben natürlich eine Tabelle bei uns eingefügt in dem Produkt und dort könnt ihr ganz einfach sehen, welche Klasse eben diese 250, 350 oder 450 Grain entspricht. Zudem kommt natürlich, dass nicht nur der Blank von der Kraft her optimal ist, sondern auch die Technologien. Wir haben hier die modernsten Technologien von Thomas & Thomas in diesem Blank versteckt, die wir in unserem Produkttext zum Beispiel auch nochmal detailliert aufgeführt haben. Es handelt sich bei der Thomas & Thomas Exocet SS um einen eher schnelleren Blank, der aber im Ganzen arbeitet. Das heißt auch wirklich Kraft untenrum hat, um große Fliegen eben auf Weite zu transportieren. Zudem wurden bei dieser Route wirklich neueste Harze verwendet, aber eben auch Technologien, um das Beste aus diesen Harzen rauszuholen. Das heißt zum Beispiel, bei der Aushärtung im Ofen wurden die perfekten Zeiten und Temperaturen ermittelt, um wirklich das Beste aus dem Harz rauszuholen und auch die Route ultra stabil zu machen. Stabil ist das weitere Thema, denn auch die weiblichen Teile der Steckverbindung haben von Thomas & Thomas nochmal eine Verstärkung bekommen. Hier wurde mit Hand nochmal ein anderes Material aufgetragen, welches besser und härter aushärtet, sodass die Steckverbindungen eben nicht brechen können oder kleine Risse im Lack entstehen. Zudem gibt es natürlich diesen wunderschönen dunkelblauen Blank, den wir von Thomas & Thomas ja bei allen Routen kennen. Aber dieser Blank hat auch was ganz Besonderes. Der Blank hat nämlich ein Low Friction Finish. Das heißt, das ist eine Technologie, die den Blank äußerst glatt macht. Und das hat den Vorteil beim Werfen, dass wenn die Schnur bei gebogener Route den Blank touchiert, dass die Schnur eben nicht gebremst wird und ihr keine Geschwindigkeit im Wurf verliert.
An der Beringung wurde natürlich auch nicht gespart. Wir haben hier Titanringe selbstverständlich und die Leitringe haben zusätzlich eine Keramikeinlage, die ultra glatt ist. Auch das sorgt dafür, dass die Schnur eben beim Wurf nicht gebremst wird und stets die Geschwindigkeit behält, um wirklich weite Würfe zu machen. Kommen wir zum Rollenhalter. Hier in schwarz matt, sieht wirklich genial aus. Natürlich Aluminium und natürlich 2 Kontermuttern, um auch wirklich schwere Rollen, wie zum Beispiel hier die 7 Plus von Hedge, optimal zu sichern, ohne dass sie wackelt. Weiter geht's mit dem Haupthandteil. Hier kann man auch sehen, dass Thomas & Thomas 2 verschiedene Korke verwendet hat. Zum einen natürlich den normalen Kork, den wir von vielen Routen kennen. Und oben wieder das Korkgemisch, welches wir auch am Ende des Fighting Buds haben. Denn hier liegt euer Daumen drauf und ihr belastet die Route wirklich an diesem Punkt den ganzen Tag maximal. Und dieses Korkgemisch ist eben robuster, sodass ihr auch über mehrere Jahre keine Kuhle im Kork haben werdet, keine Abbrüche oder irgendwelche Risse, sondern die Form des Korkes bzw. dieses Korkgemischs bleibt über Jahre stabil und immer gleich. Aus eigener Erfahrung kann ich euch also versprechen, dass es sich bei der Thomas & Thomas Exocet SS wirklich um die Streamer-Route schlechthin für mein Empfinden handelt. Ich fische diese Route in den kleineren Klassen auf Forellen, zum Beispiel Marmorata in Slowenien. Dann geht es eben weiter mit der Hechtfischerei bis hin zum Peacock Bass oder eben in der Salzwasserfischerei. Und egal, wo ich diese Route eingesetzt habe, ob mit schweren Sinkschnüren, ob mit schweren Streamern, sie hat mir immer jede Menge Spaß gemacht, denn es fällt einem wirklich einfach, diese Route zu werfen und zu fischen. Und im Drill merkt man eben einmal mehr diese geniale Kraft im Blank, gerade wenn man auf große Fische aus ist. Wer also auf der Suche ist nach einer Streamer-Route, die wirklich einiges mitmachen muss, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch die Thomas & Thomas Exocet SS wirklich wärmstens empfehlen. Deswegen seht ihr sie auch immer wieder auf unseren Fotos oder hier in unseren Videos bei ADH. Viel Spaß mit dieser erstklassigen Streamer-Route, ein geniales Arbeitstier und ich bin mir sicher, diese Route wird auch euch begeistern. Viel Spaß damit, Tight Lines und bis bald.